Einen wunderschönen guten Abend. Moin Hamburg. Hallo. Wir sind Sarah Schurmann vom Netzwerk Klimajournalismus Deutschland. Und Jochen Marquette. Sie haben mich vielleicht schon mal bei einem Reporter-Slam in diesem Saal gesehen. Aber heute freuen wir uns sehr, Sie durch dieses ganz neue Programm führen zu dürfen und jetzt in so viele immer noch wache und vorfreudige Gesichter zu blicken, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja nicht selbstverständlich am Ende eines so langen Konferenztages. Schon seit fast 10 Stunden saugen die meisten hier eine Fülle an Informationen auf. Einige haben sogar noch die Mitgliederversammlung vom Netzwerk Recherche in den Knochen gerade. Und trotzdem haben so viele gesagt, nein, ich gehe noch nicht zu den Drinks über, ich will mir auf jeden Fall noch die Verleihung im K1 anschauen. Und das finden wir erstmal toll. K1 ist tatsächlich der ideale Raumname für das, was Sie nun hier erwartet. Das steht nicht für Kartoffel auf die Eins. Da muss ich die TikTok-Fans enttäuschen. Florian Würz wird heute auch nicht hier sein, falls jemand diesen Spruch kennt. Nein, dafür sind andere Menschen mit großartigen Leistungen heute hier. Und das K steht ab jetzt für Klima und die Eins für die allererste Verleihung des Deutschen Preises für Klimajournalismus. Sarah. Kurze Frage an die Regie, haben wir auch das Bild schon? Da ist nämlich der Preis auch noch mal schön erwähnt. Sonst können wir vielleicht noch mal den Laptop verbinden, den brauchen wir sowieso gleich. Falls die Technik mal unauffällig nach vorne kommen kann und den Laptop mit der Leinwand verbindet, dann sieht man auch noch mal die schönen Grafiken, die hier erstellt wurden. Aber Sarah, erzähl doch mal was über den Preis. Ja, genau. Also tatsächlich fühlt sich ziemlich verrückt an, hier zu stehen für uns. Denn vor einem knappen Jahr haben Kolleginnen vom Netzwerk Klimajournalismus Deutschland und dem Netzwerk Recherche angefangen, diesen Preis aus dem Boden zu stampfen. Und vorangetrieben haben das vor allen Dingen Jürgen Döschner und Aline Papst, die Sie heute auch noch auf der Bühne sehen werden, vom Netzwerk Klimajournalismus, aber auch Barbara Junge, die Sie auch noch hier sehen werden, und Annika Jöres, die ich vorhin zumindest schon im Hof gesehen habe, die ist anwesend. Insgesamt haben aber noch viel, viel mehr Menschen monatelang ehrenamtlich daran gearbeitet, dass wir hier heute Abend zusammen feiern können. Und warum haben wir das gemacht? Mit dem Deutschen Preis für Klimajournalismus wollen wir einerseits die Verantwortung der Medien in der Klimakrise hervorheben. Wir wollen ganz ehrlich gesagt andererseits aber auch einfach feiern. Ja, das ist alles noch nicht ganz so, wie wir uns das als Netzwerk vorstellen. Die Dringlichkeit und Komplexität der Krise wird in den deutschen Medien nicht ausreichend abgebildet. Aber trotzdem sind wir hier und wollen feiern. Und zwar Sie, unsere großartigen Kolleginnen, euch, die schon großartige Arbeit machen und die es alle heute schon gibt. Und das wollen wir mit den Dotierungen unserer Preise, die 3 Hauptpreise sind ja mit jeweils 2.000 € dotiert, auch unterstützen diese Arbeit und zeigen, dass wir die sehen. Und ganz zu Beginn, als wir das Netzwerk Klimajournalismus 2021 gegründet haben, wollten wir auch einfach all die engagierten Kolleginnen zusammenbringen, die diese Jobs halt schon wahnsinnig gut machen und die sich oft in ihren Redaktionen ein bisschen als Einzelkämpferin fühlen. Und ja, wir wollten andere ermutigen und unterstützen, auch aktiv zu werden, die Klimakrise als das Querschnittsthema abzubilden, was es ist. Und jetzt, okay, es sind ein bisschen weniger als angemeldet. Das schöne Wetter und der lange Tag haben doch mehr zum Bierstand gelockt. Aber schaut euch doch mal um. Schaut doch mal nach links, schaut doch mal nach rechts. Lasst mal so euren Blick hier durchschweifen. Und ich würde sagen, also schon alleine, dass wir das geschafft haben, heute hier auf dieser Hauptbühne zu stehen, so viele Menschen im Saal zu haben, alleine das ist schon Grund genug zu feiern. Etwa eine Stunde wird unsere kleine Gala dauern. Und in den 3 Kategorien Hauptpreis, Investigativ und Lokal werden Auszeichnungen verliehen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden die Protagonisten dieses Abends sein natürlich und dann auch in einem kurzen Panel über den Stand des Klimajournalismus in Deutschland und über ihre eigene Arbeit sprechen. Nach der Gesprächsrunde gibt es dann noch 2 weitere Ehrungen. Lassen Sie sich überraschen. Aber beginnen wollen wir mit einem Vortrag aus dem Bereich des Live-Journalismus. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen Genrebegriff kennt. Bezeichnet werden damit Shows, in denen Journalistinnen und Journalisten ihre Recherchen direkt vor Publikum präsentieren und dabei auch multimediale und künstlerische Mittel nutzen.
International ist das ein großer Trend. Mit der Headliner GOG und unseren tollen Partnern haben wir Formate wie Reporter Slam und Jive entwickelt und wollen auch in Deutschland immer mehr Leute für Live-Journalismus begeistern. Und wir freuen uns, dass wir heute beim Deutschen Preis für Klimajournalismus erstmals einen Träger des renommierten World Press Photo Awards auf die Bühne bringen können. Gewonnen hat er in diesem Jahr in der Kategorie Long-Term Projects. Und wie viele Jahre ihn dieses Langzeitprojekt tatsächlich schon begleitet, das wird er Ihnen jetzt erzählen. Wir finden, das ist vorbildlicher Klimajournalismus und passt deshalb bestens hierher. Er wird sprechen über ein Land, das kaum jemand für die Urlaubspläne im Sommer auf dem Zettel haben dürfte. Es ist das Niemandsland. Dorthin reisen wir jetzt mit dem Fotojournalisten und Dokumentarfotografen Daniel Chattah. Wenn du einen Autounfall hast und du bist schwer verletzt, hast das linke Bein gebrochen, rechten Arm, Nase kaputt, Kopf kaputt, weiß der Kuckuck was, dann liegst du auf der Intensivstation und jeder sieht, dass es dir richtig dreckig geht. Wenn du aber einmal den Fuß gebrochen hast, 2 Jahre später den Arm gebrochen hast, 3 Jahre später die Nase gebrochen hast, da redet niemand drüber, weil das ist normal. Die reden nur drüber, wenn es knallt. Und dieser Knall, dieser riesige Autounfall, hat hier ja nie stattgefunden, weil der Tagebau wandert. Er bleibt ja nicht auf der Stelle stehen. Er ist unaufhaltsam, aber es ist nicht so, als wenn man sagt, boah, morgen müssen wir hier weg. Es gibt Leute, die sich damit abfinden können, die sagen, das ist halt einfach so. Das kann man. Ich kann es nicht. Ich kann es noch nie. Das ist mein Problem. Das Zitat, das Sie gerade gehört haben, stammt von Wilhelm Hoffmann. Er war einer der letzten Bewohner von Etzweiler im Rheinland. Ein Dorf, das es heute nicht mehr gibt. Ich selbst komme nicht aus dem Rheinland, sondern aus Heidelberg und lebe inzwischen in Hamburg. Als mir eine Freundin zum ersten Mal von den riesigen Braunkohletagebauen in Nordrhein-Westfalen erzählte, konnte ich mir darunter kaum etwas vorstellen. Gemeinsam sind sie die größte CO2-Quelle Europas. Ich konnte kaum glauben, dass in Deutschland für die Förderung fossiler Energieträger ganze Ortschaften umgesiedelt und zerstört wurden. Also fuhr ich 2017 zum ersten Mal dahin. Vor Ort erzählten mir Menschen dann von einem Wald ganz in der Nähe, der wie die Dörfer für die Erweiterung der Tagebaue zerstört werden sollte. Aktivisten hatten dort Baumhäuser gebaut, die sie das ganze Jahr über bewohnten. So erfuhr ich von der Besetzung im Hambacher Forst. Für mich wurde daraus deshalb sowohl eine Geschichte über den Verlust eines Ortes, als auch über den Verlust einer Vergangenheit auf diesem Planeten, in der das Klima relativ stabil war. Aber es ist auch eine Geschichte über Widerstand und darüber, wie Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können, wenn sie gemeinsam handeln. Hinzu kamen noch Aktionen vom Bündnis Ende Gelände. Die Aktivisten versuchten, die Infrastruktur des Tagebaubetreibers RWE zu blockieren, indem sie mit ihren Körpern blockierten und lahmlegten. Zum Beispiel die Schienen der Kohlebahn oder einen der Tagebauer selbst. So gewannen sie immer mehr Aufmerksamkeit für das Thema und auch die Besetzung im Hambacher Forst wuchs in der Zeit immer weiter. Bis zum Sommer 2018. Denn da beschloss das Innenministerium nach mehreren Absprachen mit RWE, den Wald erneut zu räumen. Eine Kanzlei wurde beauftragt, eine Rechtsgrundlage zu finden, die sie auch schließlich fand, im fehlenden Brandschutz der Baumhäuser. Diese Räumung wurde zum größten Polizeieinsatz der Geschichte Nordrhein-Westfalens, der über 3 Wochen dauerte. Und doch wurde, wie ihr vielleicht wisst, der letzte Rest des Hambacher Forstes nie gefällt. Dieser Sieg der Klimabewegung wirkte wie ein Katalysator,
für die Debatte um Klimaschutz in Deutschland. Und ich dachte, mein Projekt wäre an dieser Stelle beendet. Aber in den Dörfern, wegen denen ich ja ursprünglich auf das Thema aufmerksam geworden war, hatte man die Dynamik im Hambacher Forst genau beobachtet. Und einige der Bewohner fragten sich, wenn man einen Wald vor der Zerstörung durch RWE retten kann, warum dann nicht auch unser Zuhause? Als ich bemerkte, dass der Widerstand in den Dörfern wuchs, kam ich zurück ins Rheinland. Ich traf wieder Wilhelm Hoffmann. Und bei einem unserer Treffen erzählte er mir von einem Foto. Es zeigt Wilhelm und seine Tochter. Das Bild ist in der Kirche von Etzweiler entstanden, bei ihrer Taufe. Ein Fotograf von RWE hat es gemacht. Und egal, wie oft Wilhelm danach gefragt hat, der Konzern hat es ihm nie gegeben. Wofür hat RWE dieses Foto anfertigen lassen? Warum hat der Konzern diesen Fotografen auf jedes Dorffest, auf jede Veranstaltung in Etzweiler geschickt, den Bewohnern aber niemals die Fotos gezeigt? Warum hat dieser Mann immer alle Menschen fotografiert, aber nie mit jemandem geredet? Diese Fragen hat sich Wilhelm gestellt. RWE sagt, die Fotos wurden für die Unternehmenskommunikation aufgenommen. Wilhelm sagt, dass sie herausfinden wollten, wer im Dorf etwas zu sagen hat und wer Widerstand organisieren könnte. Diese Personen wollten sie vor der Umsiedlung als erstes bearbeiten. Das, sagt Wilhelm, ist deren Strategie. Wer kann mit wem? Wer steht im Mittelpunkt? Die Fotos haben dem Konzern bei der Analyse geholfen. Ab diesem Zeitpunkt fragte ich mich, wenn ich zum Fotografieren ins Rheinland kam, welche Funktionen meine eigenen Fotos dort erfüllten. Wenn RWE wirklich Fotografie benutzte, um Dorfgemeinschaften möglichst widerstandslos zu vertreiben, konnte ich meine Fotos dazu einsetzen, den Zusammenhalt der Menschen dort zu stärken? Also begann ich, selbstgemachte Bücher aus meinen Fotos mitzunehmen, sie den Menschen zu zeigen und um ihre Meinung dazu zu bitten. Durch diesen Prozess wurde mir klar, wie unterschiedlich die Perspektiven der Dorfbewohner auf die Umsiedlung waren und welche Spaltung dieser Prozess auch in ihre Gemeinschaften brachte. Während viele im neuen Ort versuchten, ihr neues Leben aufzubauen, versuchten einige, für den Erhalt ihrer Heimat zu kämpfen. Für manche der Umsiedler war das nur schwer oder unmöglich zu akzeptieren. Wenn es möglich gewesen wäre, im alten Dorf zu bleiben, warum waren sie dann nochmal weggezogen? Eine Bewohnerin der Region schrieb in eines meiner Bücher, mit der Umsiedlung seien Menschen jahrzehntelang beschäftigt. Ein Jahrzehnt, in dem sich die Bagger langsam nähern und niemand mehr an seinem Haus etwas renoviert. Ein Jahrzehnt der Umsiedlung, der Planung des Baus eines neuen Zuhauses. Und ein Jahrzehnt, in dem die Menschen versuchen, in dem neuen Ort wohnlich zu werden. Wie die Bewohner von Mannheim Neu, die vor ihrem neuen Haus auf den herannahenden Karnevalszug warten. Ihre Tradition haben sie aus ihrem 1000 Jahre alten Heimatort mitgenommen. Als der letzte Landwirt aus Lützerath, Eckhard Heukamp, mein Buch ansah, betrachtete er lange das Foto eines kleinen Gewächshauses im Abendlicht. Als ich ihn fragte, was er darin sah, erzählte er mir die Geschichte eines befreundeten Landwirts, der genau so ein Gewächshaus hatte. Nachdem er RWE verkauft hatte, kam er zum Abschied vorbei und schenkte Eckhard eine Flasche Weinbrand. Eine Woche später starb er am neuen Ort. 5 der vom Tagebau bedrohten Orte konnten nach 2018 von ihren restlichen Bewohnern gerettet werden. Ein Erfolg, mit dem viele nicht mehr gerechnet hatten. Der größte Teil von ihnen hatte zu dem Zeitpunkt ihre Heimat schon verlassen. Währenddessen spitzte sich in Lützerath, dem 6. Dorf, der letzte Kampf um die Braunkohle im Rheinland zu. Nach und nach besetzten Aktivisten die von ihren Bewohnern verlassenen Häuser, die bereits RWE gehörten. Und Eckhard Heukamp, der vor Gericht gegen seine Umsiedlung kämpfte, ließ er auf seinem Grundstück und im Elternhaus wohnen. Im Januar letzten Jahres räumte die Polizei schließlich den Ort. Sobald ein Haus geräumt war, kamen die Bagger von RWE.
und rissen es ab, um eine Wiederbesetzung zu verhindern. Ein winziges Dorf lässt sich gegen eine Räumung schwieriger verteidigen als ein riesiges Waldstück. Und so glich Lützerath schon nach wenigen Tagen einem Schlachtfeld. Unter einem Bild aus meinem Buch schrieb Wilhelm Hoffmann die Worte traurig, aber nur für den, der es versteht. Seitdem frage ich mich, ob ich es eigentlich selbst verstehe und was ich dafür tun kann, dass es andere besser verstehen. In meinen Augen ist das Verstehen, von dem Wilhelm spricht, nicht universell, sondern verortet in einer individuellen Erfahrung. In meiner Arbeit als Fotograf versuche ich den Betrachtern eine individuelle Erfahrung zu schaffen. Wie sie am Ende diese Erfahrung dann verstehen, kann ich ihnen natürlich nur selbst überlassen. Genau. Das ist die Geschichte vom Niemandsland. Genau, ich hoffe, ich habe auch bei Ihnen eine kleine Erfahrung hinterlassen. Daniel Chattar. Vielen Dank, Daniel, und danke auch an seine Agentur Live Foundation for Independent Photojournalism für die sehr gute Zusammenarbeit. Wer jetzt auf den Geschmack in Sachen Live-Journalismus gekommen ist, kurzer Werbeblock, am 18. Oktober gibt es hier in Hamburg in der Halle 424 unsere nächste Bühnenmagazin-Show Jive zu sehen. Weitere Infos bald auf jive.de, wie der Tanz. Aber jetzt kommen wir von Daniel Chattar, der schon einen Preis erhalten hat, zu denen, die heute prämiert werden, Sarah. Ja, und weil wir tatsächlich versuchen, den Abend kurz zu halten, damit auch wir alle bald raus an den Getränkestand können, kommen wir auch direkt einfach zur ersten Kategorie. Und das ist die Kategorie Lokal. Für die Laudatio darf ich gleich Aline Papst auf die Bühne bitten. Sie hat den Preis, wie erwähnt, mitorganisiert und ist selbst preisgekrönte Lokaljournalistin. Für die von ihr ins Leben gerufene und verantwortete Klimaseite der Saarbrücker Zeitung hat sie 2022 den K3-Preis für Klimakommunikation in der Kategorie Journalismus erhalten. Herzlich willkommen, Aline. So. Ja. Hallo und auch von meiner Seite. Ich hoffe, man hört mich. Ich bin ein bisschen kleiner als sonst. Bisschen näher ran, ein bisschen schwierig, okay. Aber ich hoffe, man kann mich verstehen. Also ich freue mich ganz besonders, heute die Preisträger in der Kategorie Lokal ankündigen zu dürfen. Es gibt ja so viele Branchenpreise in Deutschland, aber da sind Lokalredaktionen häufig eher unterrepräsentiert. Und das liegt mit Sicherheit nicht daran, weil dort weniger gute Journalisten arbeiten, sondern einfach wegen der Arbeitsweise, die sich doch sehr von der großer Medien unterscheidet. Lokalredaktionen haben weniger Ressourcen, vor allem aber auch weniger Zeit für tiefgehende Recherchen im stressigen Alltagsgeschäft. Ich kenne das und ich denke, viele hier auch. Ja, und diesen Unterschied wollten wir würdigen. Denn klar ist, Lokaljournalismus ist hochrelevant für unsere Demokratie, aber eben auch, wenn es um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen geht. Der Klimawandel ist zwar eine globale Krise, aber um sie zu bekämpfen, sind einfach viele kleine und große Maßnahmen überall auf der Welt notwendig. Dafür braucht es auch lokalen Klimajournalismus, der direkt vor Ort ganz genau hinschaut. Ja, und eben das haben die Kolleginnen und Kollegen gemacht, deren Arbeiten es von den vielen tollen Einreichungen in die engere Auswahl der Jury geschafft haben. So zum Beispiel auch bei Mission Energie der Frankfurter Neue Presse. Ja, Energiewende, Riesenthema, aber was bedeutet das eigentlich für mich persönlich und für meine Stadt? Diese Frage haben sich die Kolleginnen und Kollegen in einer Serie aus jedem erdenklichen Blickwinkel genähert, lebensnah und konstruktiv. Am Ende kamen sie auf 20 Teile, die je ganzseitig erschienen mit tollen kreativen Layouts, die nochmal zeigten, was Print kann. Und die ganze Reihe ist wirklich extrem lesenswert und einfach insgesamt eine tolle Leistung, die hoffentlich auch viele Nachahmer findet. Die Reihe Klimaanpassung in der Region des Klimanetzwerks der VRM Mediengruppe hat die Jury vor allem wegen der interaktiven Datenvisualisierung beeindruckt. In den Beiträgen, die zusammen mit Korrektiv, dem Bayerischen Rundfunk, dem NDR und dem WDR entstanden,
werden die Folgen extremer Hitze, Dürre und Hochwasser für die Städte und Landkreise im Einzugsgebiet der VRM-Medien beleuchtet. Es wird nachgehakt, wo es bisher an Anpassungsmaßnahmen fehlt, aber auch mögliche Lösungen aufgezeigt. Für die Menschen vor Ort ist das auf jeden Fall hochrelevant und das fand die Jury auch. Ja, am Ende fiel die Wahl auf die Recherche Wasserentnahme in Unterfranken, eine Kooperation der Mainpost und des Bayerischen Rundfunks. Wassermangel ist ein Riesenthema, wie wir damit umgehen in Zukunft, aber das ist in diesem Jahr ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Schließlich hatten wir ja dieses Jahr gleich mehrere Flutkatastrophen, unter anderem auch in Bayern. Davor gab es allerdings eine 5 Jahre andauernde Dürre, die uns eigentlich hätte lehren sollen. Wasser ist unsere wichtigste Ressource und wir müssen sehr sorgsam damit umgehen. Umso mehr kann es eigentlich nur schockieren, dass ausgerechnet in Deutschland, wo ja eigentlich immer alles so durchreguliert wird, offenbar in vielen Verwaltungen beim Thema Wasser eine große Ahnungslosigkeit herrscht. Vor allem, wenn es um die Großverbraucher geht, das sind Industrie und Landwirtschaft vor allem. Ja, wer wie viel und zu welchem Preis Wasser entnehmen darf, wie viel tatsächlich dann aber entnommen wird, diese Infos fehlen oder sie werden unter Verschluss gehalten. Das Team um Pirmin Breninek, Caroline Hasenauer, Jonas Keck, Angelika Kleinhens und Claudia Kohler gab aber nicht auf. Sie machten den Ämtern richtig Druck und das fast ein halbes Jahr lang. Am Ende waren sie erfolgreich. Sie haben über 2000 Datensätze zu Wasserentnahmerechten in Unterfranken zusammengetragen. Das ist übrigens eine der trockensten Regionen Bayerns. Und die Problematik dann sehr ansprechend erklärt, verständlich aufbereitet und damit auch einen riesen Impact erzeugt. Diese gemeinsame Recherche, die wirklich sich durch eine vorbildliche Hartnäckigkeit auszeichnet, enthüllt nämlich das große Versagen der Ämter rund um die Ressource Wasser. Ja, wie schon erwähnt, die Recherche schlug hohe Wellen, haha, und führte sogar bei der bayerischen Landesregierung zum Umdenken. Also zumindest wurde als Reaktion darauf im Landtag der Beschluss gefasst, die desaströse Datenlage zu verbessern. Ich bin sicher, diesen ganzen Prozess werden die Kolleginnen und Kollegen auch sehr genau begleiten und aufpassen, dass das auch wirklich passiert. Heute Abend ehren wir Sie aber schon mal und bitte daher nun zu mir auf die Bühne, stellvertretend für das ganze Team vom Bayerischen Rundfunk Claudia Kohler und Pirmin Breninek und von der Mainpost Jonas Keck. Und ihr könnt gerne auch was dazu sagen noch, wenn der Fototermin vorbei ist. Ich weiß nicht, wollt ihr noch kurz was sagen? Ja. Ich glaube, wir müssen als erstes mal ein Shoutout machen an Jonas, vielleicht magst du das machen, das ist dein Kollege. Wir möchten unbedingt noch Henrik Rampe erwähnen an der Stelle, der uns gerade in der Anfangsphase der Recherche unterstützt hat und zu dem Zeitpunkt bei der Mainpost gearbeitet hat und inzwischen woanders arbeitet, aber hier keine Erwähnung findet, aber deshalb wollten wir das hier an der Stelle nochmal sagen, dass Henrik Rampe da auch dabei war. Ich glaube, ich schließe mich auch einfach gerade dem an, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass wir das Ganze weiter verfolgen. Das haben wir nämlich schon gemacht. Wir haben dieses Jahr fast zum Jahrestag der Recherche, also am 17. Mai jetzt 2024, eine zweite Runde veröffentlicht. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass wir schon in der ersten Runde eigentlich nicht nur die Daten anonymisiert haben wollten, sondern wir wollten eigentlich wissen, wer sind denn die Namen von diesen Firmen, Landwirten, Vereinen, Bewässerungsverbänden, die da in Unterfranken an das knappe Gut ran dürfen. Das haben wir in der ersten Runde nicht geschafft, obwohl wir sogar vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof waren.
Und jetzt in der zweiten Runde haben wir das ein bisschen eingeschränkt auf die ganz großen Entnehmer. Und das ist uns jetzt gelungen in der zweiten Runde. Und das haben wir dieses Jahr veröffentlicht. Und was wir natürlich dann auch mitverfolgt haben, war diese Debatte im Landtag. Und da gab es zwischenzeitlich eben einen Bericht. Und im Rahmen dieser zweiten großen Veröffentlichung haben wir uns diesen Bericht auch ganz genau angeschaut. Und es ist leider so, dass auch wir da einfach Fehler drin gefunden haben und es sich eigentlich noch mal ein bisschen mehr offenbart hat, wie schlecht die Datenlage eigentlich ist. Und wenn ihr euch das anschauen wollt, es ist ein tolles Dossier auf der Seite der Mainpost, es sind mehrere coole Printartikel entstanden oder schaut es euch auf der Seite des Bayerischen Rundfunks an und schaut es euch im Magazin Mehrwert an, was wir da jetzt in der zweiten Runde rausgefunden haben. Dankeschön. Ja, danke Aline und herzlichen Glückwunsch an die Kolleginnen. Ich darf jetzt tatsächlich selbst einfach übernehmen und auch eine Laudatio halten, und zwar für die Kategorie Investigativ. Auf der Shortlist in der Kategorie Investigativ haben wir als erstes eine Rekonstruktion von Lena Boinker von Krautreporter. In Anatomie einer Kampagne, die Union gegen das Heizgesetz, zeichnet sie eine politische Kampagne nach, die einem der zentralen Klimaschutzvorhaben im vergangenen Jahr massiv geschadet und damit den gesamten Diskurs um Klimaschutz in Deutschland nachhaltig beschädigt hat. Eine Kampagne, die neben aller berechtigten und sogar nötigen Kritik am Gesetzesentwurf journalistisch eingeordnet gehört. In der täglichen Politikberichterstattung wurde sie aber meist einfach als he said, she said, Argumente und Meinungen wiedergegeben. Dass ein kleines Medium wie Krautreporter die Arbeit leisten muss, das aufzuzeigen, fand die Jury gleich doppelt bemerkenswert. Herzlichen Glückwunsch an Lena Boinker. Und ich habe gehört, dass zumindest ein Kollege von ihr hier ist, um das dann auch weiterzugeben an Lena. Also schön, dass ihr hier seid. Ebenfalls auf der Shortlist steht das Stück Dürre im Paradies, Iraks Marschlandschaften von Monika Bolliger und Susanne Götze, erschienen im Spiegel. Das Stück zeigt nah und eindrücklich, wie unter anderem die Erderhitzung zu Verteilungskämpfen um das Wasser in den Sümpfen Mesopotamiens führt und welche Auswirkungen dies hat. Dass die Recherche zu Umwelt- und Klimathemen im Irak gefährlich und nicht einfach ist, zeigt unter anderem der Protagonist der Geschichte, der 66-jährige Yassim al-Assadi. Im Jahr zuvor überlebte er nur knapp eine Entführung und Folter. Eine mutige, wichtige Recherche findet die Jury. Herzlichen Glückwunsch. Mit ihren Recherchen zu Klimaschutzprojekten in China, Milliardenbetrug in der Ölbranche, produziert von ZDF Frontal, deckten Hans Koberstein, Nathan Niedermeyer und Martha Oros und Miriam Steiner auf, dass vermeintliche Klimaschutzprojekte von Mineralölkonzernen im Wert von mindestens 600 Millionen Euro offenbar nur auf dem Papier existieren. Eine herausragende investigative Leistung befand die Jury und verleiht der Arbeit den Deutschen Preis für Klimajournalismus 2024 in der Kategorie Investigativ. Wartet doch kurz. Ihr könnt noch. Kommt her. Komm, wir stehen schon mal. Du stehst. Ich habe jetzt das schon mal rausgeholt, damit ihr diese wunderschöne Urkunde besser sehen könnt. Mir wurde auch gesagt, wenn ihr noch ein Stück nach vorne kommt, kann man euch besser fotografieren. Und wir waren ein bisschen zu schnell mit der Musik. Ich sage jetzt noch nette Worte und die Leute können dabei zugucken, wie sich eure Gesichter verhalten. Also, die Laudatio kommt noch und ihr bleibt hier einfach sehr souverän stehen. Journalismus wirkt. Davon sind wir beim Netzwerk Klimajournalismus überzeugt.
Nicht immer wirkt er so direkt und positiv wie diese Recherche von ZDF Frontal. Hans Koberstein, Nathan Niedermeyer, Martha Orros und Miriam Steimer deckten mit ihren Veröffentlichungen einen mutmaßlichen Milliardenbetrug der Ölbranche auf. In dieser Woche wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Betrugsverdacht 3 der Prüfstellen von der Polizei durchsucht, die dafür verantwortlich sind oder deren verwickelt sind. Und schon kurz nach den ersten Veröffentlichungen hatte das Bundeskabinett ein vorzeitiges Aus dieser Projekte ab 2025 verkündet. In ihren Recherchen weisen Koberstein, Niedermeyer und Orros die Verdachtsfälle nicht nur mit vielfältigen investigativen Mitteln nach. Der ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer ist es auch gelungen, vor Ort in China, und das ist ja wirklich nicht so einfach, Angaben aus den Berichten der Prüfinstitute zu falsifizieren. Betrug in Klimaschutzzertifikaten kommt immer häufiger vor. Aus reiner Gewinnsucht werden Maßnahmen zum Schutz des Klimas in ihr Gegenteil verkehrt und zudem die Glaubwürdigkeit von Klimaschutz in der Gesellschaft untergraben. Das Team von ZDF Frontal hat mit seinen Recherchen einen besonders schweren Fall von Klimaschutzbetrug aufgedeckt. Die Recherchen zeigen einmal mehr, wie wichtig investigativer Klimajournalismus ist. Die fossile Wirtschaft versucht seit Jahren mit großem finanziellen und personellen Aufwand ihre Billionengeschäfte mit Öl, Gas und Kohle zu sichern. Sie streut Zweifel und verbreitet Lügen, um wirksamen Klimaschutz zu verhindern. Umso wichtiger ist die Aufdeckung und Aufklärung durch professionellen, unabhängigen, investigativen Journalismus. Dafür hat ZDF Frontal ein herausragendes Beispiel geliefert. Wir hoffen, es findet Nachahmer. Herzlichen Glückwunsch. Und auch ihr dürft gerne noch. Ganz herzlichen Dank. Also es ist wirklich eine große Ehre und es ist eine tolle Initiative und ich freue mich auf all die weiteren Preise, die hier noch vergeben werden für tolle Geschichten. Für uns war das wirklich ein sehr singuläres Erlebnis. Wir sind sozusagen in der Redaktion für 3 bis 4 Monate abgetaucht und waren nicht ansprechbar und konnten aber von Beginn an nicht garantieren, dass daraus was wird. Und es war eine sehr anspruchsvolle, extrem schwierige Recherche. Also vielen Dank an die Redaktion Frontal, dass wir das durften. Und das war eine wunderbare Teamarbeit. Und ja, also das freut uns wirklich sehr, weil hier werden sozusagen Klimaschutzverpflichtungen gesetzlicher Art in Deutschland erfüllt, mit Fake-Projekten in China zu einem Wert von weit über 100 € die Tonne CO2 zugunsten der Mineralölindustrie. Und das ist schon ziemlich krass und zeigt, wie wichtig es ist, dass alle immer wieder auch ein wachsames Auge haben auf Dinge, die da passieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht dieser Abend jetzt schon trotz kleinerer Pannen extrem viel Spaß. Genau weil wir es halt schaffen, hier auch eine Aufmerksamkeit auf Geschichten zu legen, die bei klassischen Journalistenpreisen allzu oft untergehen und das aus meiner Sicht so komplett unberechtigt. Ganz ehrlich, wir überlegen auch schon, wir hatten so viele gute Bewerbungen, wie man nächstes Jahr vielleicht noch mehr sichtbar machen können. Wer weiß, aber der Abend ist ja noch nicht zu Ende und wir haben ja noch ein paar Prämierungen und dafür darf ich jetzt Barbara Junge auf die Bühne bitten. Sie ist ebenfalls eines der Gründungsmitglieder des Preises und Klimaverantwortliche beim Netzwerk Recherche und sie wird die Laudatio für den Hauptpreis halten. Danke, Sarah. Es ist jetzt ungefähr 3 Jahre schon her, als so ein Bündel Klimajournalistinnen und Interessierte in der Kreuzberger Kneipe saß. Und da war es schon Thema, wir bräuchten doch einen Preis für KlimajournalistInnen. Leonie nickt, sie erinnert sich, sie war dabei. Wir haben daraus entwickelt, also eigentlich ist es erstmal der Track für Klimajournalismus bei Netzwerk Recherche daraus entstanden. Aber es ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil, Sarah hat es schon erwähnt, genau die gleichen Überlegungen waren im Netzwerk Klimajournalismus. Und irgendwann kam Leonie an und sagte, du, ich verbinde dich mit Jürgen, ihr wollt doch das Gleiche. Und dann haben Jürgen, Aline, die gerade gesprochen ist, und Annika, die hoffentlich auch hier ist, da ist sie. Wir haben uns einfach zusammengefunden, haben 1 Jahr lang
immer noch beschlossen, wir wollen diesen Preis. Es braucht ihn. Sarah hat gerade sehr gut begründet, warum es den braucht. Und heute Abend stehen wir hier, wir haben eine Jury gefunden, wir haben Geldgeber gefunden für diesen Preis. Und es ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, was einfach geht, manchmal, wenn man es will. Und wir wollten diesen Preis. Und ich finde, es ist nicht nur für die Preisträgerin ein gutes Beispiel, wie man Journalismus machen kann, der prämiert werden kann, sondern auch, was geht, manchmal, wenn man es nur genug will. Und was ist jetzt der beste Preis von allen? Es ist der Hauptpreis, genreoffen. Es war keine einfache Entscheidung. Wir haben ja deshalb auch die Shortlist gemacht. Es war wirklich, manche Jurorin sieht einen Diamanten, andere sehen einen Makel da dran, für andere blitzt der woanders auf. Und deshalb ist es auch richtig, dass hier 3 Beiträge gezeigt werden. Und es ist eine Shortlist der anderen Art. Wir haben es nicht vorher veröffentlicht. Das heißt, was wir damit auch sagen wollen, das sind 3 Beiträge, die so eng in der Auswahl waren, dass wir uns einfach knapp entschieden haben. Das ist zum einen der Text aus der Süddeutschen Zeitung, Die Strömung, die alles verändern kann, von Alex Rühle, Leonie Sandke, Vera Schröder im Text und Olivia von Pilgrim in Motion Design über die atlantische Umweltzirkulation, Europas Wärmepumpe. Hier wurde tatsächlich ein unheimlich komplexes Thema, alle haben irgendwie von dem Atlantik und was da alles zirkuliert gehört, aber von dieser Wärmepumpe und wie sie funktioniert und warum sie so wichtig ist, jenseits der Strömung, über die sonst alle sprechen, das kann man in diesem Stück tatsächlich verstehen. Es wird einem nahegebracht und deshalb war es auch wichtig, dass wir auch die Umsetzende noch dazu erwähnt haben, weil es ist ein ganz, ganz tolles Stück Scrollytelling auch, in dem ich nachvollziehen kann, wie die Argumente durch diesen Text rollen. Und diesen Beitrag wollen wir euch auf jeden Fall auch ans Herz legen und ich beglückwünsche die AutorInnen. Würdigen wollten wir auf jeden Fall auch den Faktencheck von Korrektiv zu Klimawandel und Klimapolitik. Wir hatten heute schon ein Podium, wo es nochmal darum ging, wir erreichen nicht alle Menschen mit den Fakten, aber wir brauchen sie. Sie müssen gecheckt werden. Wir sehen gerade wieder in den USA und wir sehen es auch ehrlich gesagt hier in Deutschland, in Europa, wie Fakten verdreht werden, wie mit diesen Desinformationen einfach grandios Politik gemacht wird. Und genau deshalb wollten wir auch diesen Beitrag oder vielmehr diese Leistung, es ist ja eine kontinuierliche Leistung, würdigen. Ein ums andere Mal deckten die Kolleginnen Lügen auf, ob zu angeblich manipulierten Wetterkarten der Tagesschau, einem gefakten Foto von Luisa Neubauer, die in der Regel eben eher nicht Gucci, Hugo Boss und Jimmy Joe trägt, oder zu Nicole Schwab, die nun einmal nicht sagte, dass es Klimalockdowns geben würde. Wirklich ein beispielhaftes Stück klimajournalistischer Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Vor 2 Jahren etwa traf ich mich mit einer jungen Kollegin auf einen Kaffee. Sie eröffnete mir, dass sie die taz verlassen wolle und sich einem neuen spannenden Projekt widmen wolle, einem Podcast. Begeistert war ich als Chefredakteurin nicht so richtig. Heute sehe ich ein, dass es eine ganz gute Idee war, zumindest der Podcast-Punkt. Denn Celine Weimar-Dittmar, die Kollegin, Daphne Ivana Sagner und ihrem Team ist mit der Podcast-Reihe Hitze ein fein gezeichnetes Porträt der derzeit wohl umstrittensten Klimaaktivistinnen und Aktivistengruppe gelungen. Während radikalisierte Teile der Klimaschutzbewegung vielfach einfach als kriminell abgestempelt wurden oder auch wirklich kriminalisiert wurden, haben die Autorinnen das Gegenteil versucht. Sie haben sich der letzten Generation angenähert, ohne die journalistische Distanz zu verlieren.
Sie haben zugehört und Sie haben zu Wort kommen lassen. Sie haben gefragt und hinterfragt. Sie haben die Menschen hinter dem Kürzel LG gezeigt, ihre Motive, Gedanken, Sorgen und Widersprüche ergründet. In der Jury kam tatsächlich die Frage auf, ob der Podcast die Kritik gegenüber der letzten Generation zu kurz kommen lässt. In der Gesamtheit der Folgen, der 6 Folgen, erschien uns das Bild, das die AutorInnen von der letzten Generation zeichnen, aber durchaus sehr differenziert. Ihr habt gefragt, ihr habt euch eure Gedanken dazu gemacht, ihr habt sie sprechen lassen. Alle anderen können sich ein Bild davon machen. Ihr habt uns nicht gesagt, was wir davon halten müssen. Das haben andere anders getan. Herausgekommen ist aber nicht nur dieses fein gezeichnete Porträt, es ist mehr. Zugleich zeigen die AutorInnen nämlich auch mit ihrer Podcast-Reihe die generellen Probleme der Klimabewegung zwischen Frust und Radikalisierung. Und wie eine Jurorin sagte, es ist der eine Beitrag, der die Frage nach Lösungen auf der politischen Ebene beleuchtet. Und dafür wollen wir euch auszeichnen, euch und euer Team. Jasmin Baumi, Robin Dröme, Daphne Wanner-Sagner, Anton Stanislawski und Celine Weimer-Dittmar mit dem Deutschen Preis für Klimajournalismus, ich bin berührt, tut mir leid, in der Kategorie Hauptpreis. Herzlichen Glückwunsch. Ihr wollt ja bestimmt noch Dankesworte sagen, aber erstmal will ich von Celine hören, hat es sich gelohnt? Schwierige Frage, aber es war eine sehr, sehr intensive Zeit, die wir letztes Jahr hatten. Wir waren über 6 Monate lang, haben wir Aktivistinnen der letzten Generation begleitet, über 8 Monate lang in diesem Team, jeden Tag 24/7 Kontakt gehabt. Und ich glaube, es war die intensivste Erfahrung, die ich journalistisch bisher hatte und ich glaube, alle von uns. Man sieht es vielleicht sogar an Daphnes und meinem Outfit, das ist noch ein Jahr später, sind wir immer noch synchron und so war das dann irgendwann auch. Also wir traten überall auf und wussten, was die andere Person sagt. Wir wussten irgendwie, was die andere Person trägt und deswegen ist es umso schöner, jetzt hier zu stehen und diesen Preis zu kriegen. Und danke an Jasmin und Robin für euer Vertrauen. Danke an Jasmin, die überhaupt dieses Projekt ins Leben gerufen hat, uns alle zusammengebracht hat und ich glaube, ein Team-Spirit und eine Art und Weise der Kommunikation, die überhaupt erst in dieses Team reingebracht hat, die im Journalismus nicht unbedingt üblich ist. Und vor allem auch danke von meiner Seite ans Klimajournalismus-Netzwerk, ohne dass ich auch nicht hier wäre. Und danke, Babs, weil ohne dich wäre ich tatsächlich auch nicht in den Klimajournalismus überhaupt reingekommen. Vielleicht wollt ihr auch nochmal nur meine Seite des Dinges. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Also, du hast es ja einfach auf den Punkt gebracht. Für mich war es auch genauso eine Erfahrung wie für Celine, die so intensiv war und ich werde es nicht vergessen. Ich möchte auch gerne nochmal Danke sagen an alle, die an dem Podcast mitgewirkt haben, die im Hintergrund sind und jetzt nicht hier mit auf der Bühne, ohne die das Ganze auch gar nicht so entstanden wäre und auch die Expertinnen, mit denen wir die Hintergrundgespräche geführt haben, aber auch an die Aktivistinnen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben und uns in ihr Leben gelassen haben, weswegen wir das überhaupt erst möglich machen konnten. Dann vielen Dank euch. Ich darf Daphne und Celine direkt auf der Bühne behalten und euch wieder entlassen. Genau, nehmt das gerne mit.
Und ich darf jetzt noch die Vertreter von den anderen beiden GewinnerInnen auf die Bühne bitten. Wir machen jetzt nämlich noch ein kurzes Panel, wie angekündigt, um einerseits über eure Beiträge zu sprechen und andererseits auch nochmal über Klimajournalismus. Und das ist vielleicht auch der passende Moment für einen Transparenzhinweis. Wer aufmerksam die Arbeit unseres Netzwerks verfolgt, wird vielleicht mitbekommen haben, dass Celine in den letzten Wochen zum Kernteam hinzugestoßen ist. Das war aber tatsächlich erst nachdem das für diesen Preis aufgegleist war. Und wenn das immer so funktionieren würde und ich jetzt euch alle ins Kernteam holen könnte, also wir sind da sehr offen für. Ihr seid herzlich willkommen. So, aber fangen wir doch einfach mal mit den Beiträgen an. Und da würde uns tatsächlich als erstes beim Lokalen, ihr dürft euch aussuchen, wer gleich antwortet, die Frage interessieren, was hat euch eigentlich am meisten überrascht bei der Recherche? Ich könnte mir vorstellen, vieles, aber vielleicht, was ist hängen geblieben? Was war das Überraschendste? Schnappt euch einfach ein Mikro. Ja, also mich hat am meisten überrascht, dass wir am Ende tatsächlich an die Namen gekommen sind. Das habe ich tatsächlich nach dem ersten Durchlauf nicht vermutet. Aber wir haben uns natürlich umso mehr darüber gefreut, dass unser ursprüngliches Ansinnen dann tatsächlich auch so umgesetzt werden konnte, wie es ursprünglich geplant war. Ja. Okay, sehr gut. Hast du noch irgendwann eine spannende Anekdote, die uns aufhandeln kann? Ansonsten? Ich weiß nicht, ob es eine spannende Anekdote ist, aber vielleicht ist es ganz interessant zu wissen, dass wir mit einer Prämisse eigentlich losgelaufen sind. Wir wollten eigentlich einfach wissen, wer ist denn das jetzt, der in Unterfranken ans Wasser kommt? Und was unsere Schlagzeile aber am Ende war, ist Hilfe, wir wissen gar nicht, wer in Unterfranken ans Wasser kommt. Und das ist vielleicht irgendwie ganz cool, dass man mit einer Sache irgendwie loslaufen kann und am Ende ist die Schlagzeile aber eine ganz andere. Überraschend ist es vielleicht nicht, aber es ist irgendwie bezeichnend für den Zustand auch von Open Data in Bayern und Deutschland. Ich hatte gehofft, dass du das erzählst. Das fand ich nämlich auch ziemlich überraschend. Daphne, ich habe gehört, dass du praktisch am Anfang der Recherche gar nicht so tief im Klimathema drin warst. Und deswegen würde mich interessieren, was hast du gelernt bei der Recherche für den Podcast? Ja, ich war vorher schon so ein bisschen im Journalismus unterwegs, aber habe mehr so mich mit Themen wie soziale Ungleichheit beschäftigt. Und deshalb habe ich einiges mitgenommen aus der Arbeit an dem Podcast-Projekt, auch für meine journalistische Perspektive. Unter anderem ist mir bewusst geworden, mit was für einer Verantwortung Klimajournalistinnen eigentlich umgehen müssen und auch mit dieser Dringlichkeit. Das ist nochmal ganz anders als bei anderen Themen. Und vielleicht weiß ich jetzt auch, wie man nahbar, spannend und vielleicht auch einfach die Klimakrise thematisiert. Genau. Ja, das habt ihr auf jeden Fall geschafft. Ja. Dann ans Team Investigativ haben wir die Frage, also das war ja eine riesige Recherche, wir haben schon ein bisschen gehört, es gab sicherlich diverse Herausforderungen, aber was war für euch die größte Herausforderung? Es waren, glaube ich, gleich zwei und ich muss beide erzählen. Also erstens, ich glaube, ich hätte noch im Januar so ein CO2-Einsparungsprojekt auf einem Ölfeld überhaupt nicht erkannt. Also weder auf Satellitenaufnahmen noch live noch überhaupt nicht. Diese Projekte sind ziemlich komplex und wir hatten tatsächlich mehrere Wochen gebraucht, bis wir überhaupt verstanden haben, worum es hier geht. Und da bin ich sehr dankbar für Hans Koberstein, unser Kollege Hans Koberstein, der nicht so wie ich auf jeden Fall diese Projekte schon irgendwie früher oder zumindest wusste, was ein Gaskompressor ist und irgendwie kann mit diversen Eigenschaften von Gas in diversen Formen was anfangen. Also das war natürlich eine Riesenhilfe, sonst würden wir, glaube ich, immer noch da sitzen. Und wir mussten uns auch in dieses Regelwerk einarbeiten, wie diese Projekte überhaupt verifiziert werden müssen. Sonst hätten wir diesen Betrug nicht entdecken können. Und die andere Schwierigkeit war tatsächlich, dass diese Projekte in China sind oder der Großteil der Projekte in China sind. Und zwar, es kommt noch hinzu, dass der Großteil der Projekte in China, in der Region, das kann ich jetzt immer noch nicht richtig aussprechen, also Xinjiang sind. Und das ist, dass wir da nicht hinfliegen können und vor Ort recherchieren können, das war klar für uns. Es war aber trotzdem gut, dass wir ein Studio Peking haben, ein ZDF-Studio und die Kolleginnen haben da tatsächlich auch sehr viel riskiert, aber trotzdem haben es geschafft, Projekte zu besuchen. Und ich glaube, so eine Komplexität hatten wir bisher zumindest in der Konstellation noch nicht. Umso
Schöne ist es, dass das am Ende irgendwie in einer Form dann veröffentlicht und gesendet werden konnte, dass das tatsächlich auch verständlich war. Ja, vielen Dank. Wir zoomen jetzt einmal raus und gucken noch mal ein bisschen mehr auf Klimaberichterstattung, aber dann bleibe ich direkt einfach bei dir, weil das jetzt einfach auch so gut anschließt. Und zwar wäre unsere Frage, im Bereich Klima, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist einem klar, es ist unendlich viel aufzudecken und zu recherchieren. Und was mich tatsächlich interessieren würde, was glaubst du, warum es, würde ich behaupten, vergleichsweise wenig Klimarecherchen in Deutschland gibt? Gut, ich glaube, bei uns in der Redaktion gibt es immer irgendwie mindestens 1, 2 Geschichten in der Pipeline. Es gibt auf jeden Fall die Kollegen, die sich schon länger mit diesen Themen sich beschäftigen. Ich sehe das aus meiner Perspektive und ich steige in diese Recherchen eher mit der Brille von Wirtschaftsrecherchen. Das ist ja, was ich hauptsächlich mache. Und für mich ist es total interessant, dass wir diesen Reflex viel mehr stärken müssen in der Wirtschaftsberichterstattung und auch in der Berichterstattung über sozialen und gesellschaftlichen Themen, dass wir auch mal auf die klimabezogenen Aspekte viel mehr achten. Und ein anderer interessanter Punkt, glaube ich, dass es bei diesen massiven Fällen von Umweltkriminalität geht es meistens um sehr viel Geld. Also ob das jetzt diese Projekte sind in China oder ihr kennt ja die ganzen Geschichten über die Müllmafia oder die Abholzung, es geht immer um sehr viel Geld. Und das heißt im Prinzip, es sind auch Geschichten über Wirtschaftskriminalität. Und klar, nicht jede Story ist eine Klimastory, aber jede Klimageschichte und vielleicht jeder Fall oder die meisten Fälle von Klimabetrug sind aber auch Fälle von Wirtschaftskriminalität. Und für mich, also mir hat das sehr geholfen, in diesen Bereich einzusteigen, weil ich diese Aspekte auch vor den Augen hatte. Danke dir. Wir haben Sie nicht vorher gebrieft als Netzwerk. Das hat sie einfach nur so. Vielen Dank, sehe ich auch so. Unterschreiben. Genau, und daran streitet sich auch die Frage ans Lokale nochmal an, vielleicht an dich, Jonas, aber vielleicht auch da. Wir haben ja schon gehört, die Arbeit im Lokalen ist noch mal herausfordernder aufgrund von Ressourcen und so weiter und so fort. Welche Unterstützung brauchen Journalistinnen von ihren Redaktionen, in ihren Redaktionen oder auch aus Netzwerken, um eine gute Klimaberichterstattung leisten zu können? Zeit und Geld. Ja. Oder auch Freiraum. Also wir haben bei der Mainpost eine Redaktion, die nennt sich Schwerpunktredaktion, die ist quasi eine eigene, eine Art Abteilung, die diesen Freiraum hat. Und jeder Redakteur in dieser Schwerpunktredaktion hat einen inhaltlichen Schwerpunkt. Angelika Kleinhens, die uns in dem Thema als Klimajournalistin vertreten, hat da zum Beispiel ihren Schwerpunkt darauf. Und ja, dann gibt es eben da auch den Rückhalt aus der Chefetage letztendlich, dass diese Personen sich um diese Schwerpunkte eben besonders kümmern. Aber natürlich läuft es dann in der Realität schon so auch, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die dann natürlich ein bisschen mehr machen müssen, weil andere eben einen Schwerpunkt auf ein bestimmtes Thema legen und da eben zum Beispiel, wie wir jetzt 1,5, 2 Jahre dran recherchieren, natürlich auch nicht jeden Tag Vollzeit, das ist natürlich auch klar. Ja, danke. Claudia, du hast so lebhaft reagiert. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Ja, voll gerne. Ich glaube, ich nutze diese Stelle noch mal ganz kurz, um Danke zu sagen an unsere Redaktionsleitungen. Ich möchte meiner Chefin Gudrun Riedel Danke sagen. Ich glaube, euer Chefredakteur, der Ivo Knan, der hat euch immer total den Rücken freigehalten auch. PEMINs Chef Frank Müller war auch immer total gut dabei zu sagen, hey, wir machen jetzt ein bisschen Raum für das, was ihr da macht. Und ich würde da ganz gern noch ergänzen, ich glaube, im Lokalen hat unsere Recherche ganz gut gezeigt, dass man Koops nutzen sollte und dass man irgendwie aufhören sollte, so zu denken, oh, das ist jetzt unser Ding und wir beschützen das und das dürfen nur wir exklusiv haben, sondern wenn man sich austauscht, wenn man irgendwie Kompetenzen zusammenbringt, dann kann immer was Cooles dabei entstehen. Also bei uns war das ein Team einfach so, die Angelika hat dieses krasse Vorwissen mitgebracht aus ihrer jahrelangen Recherche, wenn es um Wasser in der Region ging. Pirmin und Caro haben so diese Kompetenz mitgebracht, wie bringt man das in Bilder, wie bringt man das in Audios rein? Ich habe so ein bisschen dieses Datenzeug gemacht. Und ja, ein bisschen an der Stelle. Und ja, Jonas, du hast dich irgendwie in der Recherche auch zum halben Datenjournalisten entwickelt und hast immer so ein bisschen gegengecheckt, was ich da so mache. Und ich glaube, ich kann das einfach nur total
encouragen. Schaut mal, was bei euch in der Region, wen es da noch so gibt und mit wem ihr euch zusammentun könntet, um vielleicht auch eure gemeinsames Wissen in den Eintopf zu schmeißen und coole Recherchen zu machen. So, eine Frage habe ich noch. Celine, du machst ja jetzt schon relativ lange Klimaberichterstattung, in deiner Karriere auch gesehen. Was würdest du dir denn für die Klimaberichterstattung in Deutschland wünschen? Also ich glaube, ich würde mir erstmal eigentlich wünschen, gar keine Klimajournalistin sein zu müssen. Ja. So, ich glaube, wir hatten sehr viele Gespräche schon darüber, weil ich bin nicht in den Journalismus reingegangen, weil ich dachte, ich mache jetzt Klimaberichterstattung. Ich kam eigentlich eher auch über Gerechtigkeitsthemen in den Journalismus und dann war da aber diese dicke, fette Klimakrise und ich habe gemerkt, da machen noch gar nicht so viele Leute im Journalismus was zu, aber es gibt ein paar Leute, die sehr, sehr viel da machen und sehr aktiv sind. Und genau für diese Leute wünsche ich mir eigentlich, dass das Klima endlich, und ich glaube, ich kann mich eigentlich nur euch anschließen, das Thema aller Dimensionen ist. Also ich glaube, ich kann gerade gar nicht so viel unglaublich Neues für alle Menschen, die sich schon lange mit Klima hier beschäftigen, im Raum bringen, sondern einfach wiederholen. Klima ist einfach die Dimension aller Themen. Also ich würde dir da widersprechen, ich würde sagen, fast jede Geschichte, also wirklich fast jede Geschichte ist eine Klimageschichte. Und ich möchte gar nicht in die Ressorts gehen und sagen, ich habe hier eine Klimageschichte, sondern ich möchte eine Geschichte machen und am Ende ist Klima Teil davon. Und ich möchte nicht meine Kollegin nerven, die jetzt zu Taylor Swift gefahren ist und über Taylor Swift berichtet und ihr dann wieder sagen müssen, du, aber weißt du, die ist halt Teil der Superreichen und vielleicht solltest du auch einmal darüber sprechen, was jetzt die Emissionen ihrer Privatjets gemacht haben. So, ich möchte gar nicht diese Nervensäge sein, aber solange wie wir es sein müssen, werde ich sein und ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen, die hier im Raum sind, jetzt wo ich Teil des Kernteams im Klimajournalismus-Netzwerk bin, kann ich ja ein bisschen Werbung machen, kommt dazu, weil selbst wenn ihr keine Ahnung habt, denkt, ich weiß eigentlich gar nicht so viel, ist es einfach die beste Ressource, um sich zu vernetzen, um Menschen zu treffen, die von Themen was wissen, von denen ihr noch nicht so viel wisst. Und deswegen würde ich Leonie Sontheimer zitieren, bildet Banden. Vielen Dank, ihr Lieben. Ihr seid entlassen und ich hoffe, wir sehen uns gleich an der Bar im Innenhof. Vielen, vielen Dank. So, jetzt darf ich Jürgen Döschner auf die Bühne bitten. Der Name ist heute Abend schon ein paar Mal gefallen und it's safe to say, dass es ohne sein Beharren und seine Initiative diesen Preis nicht geben würde. Ich freue mich, an ihn das Wort zu übergeben, denn er hat jetzt die Laudatius für eine oder gleich zwei ganz besondere Ehrungen. Bitte, Jürgen. Ja, vielen Dank, Sarah. Vielen Dank allen im Raum, die sich daran beteiligt haben, dieses Projekt in dieser kurzen Zeit aus der Taufe zu heben. Und nicht nur das, sondern auch zu einem starken Teil des Klimajournalismus überhaupt zu machen, weil ein Preis ist auch Teil des Klimajournalismus, weil Redaktionen sich daran auch ein Beispiel nehmen, weil Autorinnen und Autoren dadurch gestärkt werden. Und genau das ist unsere Absicht. Ich halte jetzt die Laudatio für einen Beitrag, der eigentlich gar nicht zu erwarten war, weil er auch nicht in dem Sinne ausgeschrieben war. Es ist eine besondere Erwähnung, weil dieser Beitrag eigentlich unseren Regularien nicht entsprach. Er wurde von einem Medium veröffentlicht, das sich nicht in Deutschland befindet. Aber wir fanden durchweg in der Jury den Beitrag so gut, dass wir gesagt haben, das müssen wir irgendwie zur Geltung bringen. Rette sich, wer kann. Das ist häufig die Devise, nach der im Großen wie im Kleinen mit der Klimakrise und ihren Folgen umgegangen wird. Die Schwächsten trifft es halt immer zuerst. 134 Tote gab es vor fast genau 3 Jahren bei der sogenannten Sommerflut im Ahrtal. Allein in einem Wohnheim für Menschen mit Beeinträchtigungen in Sinzig gab es 12 Tote. Sie gehören zu denen, die sich am wenigsten selbst retten können. Artin Majidi und sein Team haben sich in ihrer Doku speziell dieser Gruppe von Menschen gewidmet, weil sie selbst mit Behinderungen leben und
weil sie aus eigener Erfahrung wissen, dass sie mit ihren besonderen Bedürfnissen oft übersehen werden. Das ist schon im Alltag so und erst recht im Fall von Krisen und Katastrophen. Alle sind vom Klimawandel betroffen, schrieb Artin Majidi in seiner Bewerbung für diesen Preis, aber nicht an alle Gruppen wird gleich viel gedacht. Dem in Österreich ansässigen Online-Magazin andererseits ist es in besonderer Weise gelungen, den Blick dafür zu schärfen, dass die Klimakrise in alle Lebensbereiche hineinwirkt und in allen Lebensbereichen mitgedacht werden muss, so auch bei der Daueraufgabe Inklusion. Artin und sein Team haben gezeigt, welche dramatischen Folgen es hat, wenn das nicht passiert, führen konstruktive Beispiele dafür an, was sich ändern muss und lässt. Und das alles von den Autorinnen über die bildliche Darstellung bis hin zur Sprache mit einem durch und durch inklusiven Ansatz. Deshalb hat die Jury sich einstimmig dafür entschieden, diesen Beitrag besonders hervorzuheben und auf diese Weise auszuzeichnen, auch wenn er eben laut unseren Regeln nicht den Vorgaben entspricht, die wir gesetzt haben. Herzlichen Glückwunsch an das Team von andererseits und danke für dieses gelungene Beispiel dafür, was es heißt, die Klimakrise auch im Journalismus nicht als Thema, sondern als Dimension zu begreifen. Ich bitte Lisa Kreuzer und Nikolai Podöl. Ja, danke. Das ist natürlich super cool, dass wir trotz Österreich erwähnt werden. Genau. Also es sind ja sehr viele Menschen immer beteiligt gewesen. Ich hatte mir jetzt aufgeschrieben, wer alles beteiligt war. Jetzt stehen alle Namen da. Ich lese. Nee, ich schaff's nicht. Danke an alle, die jetzt heute eben nicht herkommen konnten, weil wir eben in Wien sitzen. Ich finde, was die Doku geschafft hat, ist, darauf aufmerksam zu machen, dass eben Menschen mit Behinderung im Katastrophenschutz vergessen werden und damit ihre Menschenrechte nicht eingehalten werden. Und ich finde, Klimaschutz und Inklusion sind beides so radikale Themen, weil sie jede einzelne Person auch in diesem Raum betreffen. Weil wenn von Gruppen von Menschen immer und immer wieder in Bezug auf Menschen mit Behinderungen jetzt die Menschenrechte gebrochen werden, dann sind sie nicht mehr allgemein, dann sind sie nicht universell, dann sind sie niemandem mehr sicher. Und ich finde, das zeigt die Doku. Und ich glaube, inklusiver Journalismus kann einen guten Beitrag dazu leisten. Aber da kann mein toller Kollege Nikolai Podöl über inklusiven Journalismus, glaube ich, mehr sagen. Ich finde inklusiven Journalismus wichtig, dass Menschen mit Beeinträchtigung zu Wort kommen können und ihre Perspektive äußern können. Und ich wünsche mir das auch in Hamburg, dass es mehr inklusive Redaktion gibt, weil Hamburg ist ja eine Medienstadt. Und vielen Dank für den Preis. Ja, wir gehen nahtlos über zum letzten Preis, der heute vergeben wird. Das ist der Ehrenpreis. Wir hatten eine Reihe von Einreichungen und wie insgesamt, wir haben 180 Beiträge bei dieser ersten Ausschreibung für diesen Wettbewerb gemeldet bekommen. Und wir sind überwältigt davon, welche Bandbreite alle großen Medien, viele kleine Medien, ein großes Spektrum auch an Qualität, muss man ehrlicherweise sagen, wie bei allen Preisen, aber auch ein großes Spektrum an Themen und
Ich war übrigens auch erstaunt, wie viel über Klima geschrieben wird, ohne dass ich das gelesen habe. Das zeigt mal wieder, dass selbst wenn man sich sehr intensiv damit beschäftigt und eigentlich selber auch nicht mehr berichten muss, auch beim Verfolgen dieser Medien nicht mehr nachhalten kann. Und so soll es auch sein. Beim Ehrenpreis ist es so, dass die Auswahl nicht ganz so groß war, gerade beim ersten Mal. Aber Sie werden hören, es ist ein Mensch, der es verdient. Es gibt ja viele Menschen, die sich gerne reden hören, vielleicht gehöre ich auch dazu, aber nur wenige, die man gerne reden hört. Also jedenfalls relativ weniger. Zu diesen wenigen, denen man gerne zuhört, zählt Harald Lesch. Der Professor für Astrophysik und Lehrbeauftragte für Naturphilosophie ausgerechnet. Wenn er ansetzt, selbst hochkomplexe Sachverhalte so spannend und unterhaltsam zu erklären, als würde er aus einem Krimi vorlesen, dann kann man einfach nicht anders, als zuzuhören. Aber Harald Lesch versteht und erklärt nicht nur hervorragend die Zusammenhänge der Physik. Er stellt auch stets die Verbindung zu uns Menschen her. Und das ist gerade in Zeiten der Klimakrise von enormer Bedeutung. Wir Menschen verändern das Klima und wir Menschen haben es in der Hand, die von uns ausgelöste Erderhitzung zu stoppen, das Überleben unserer Spezies und vieler anderer vom Aussterben bedrohter Arten zu sichern. An diesem Punkt wird aus dem Wissenschaftsjournalisten, ob man es will oder nicht, Harald Lesch, ein politischer Journalist. Ein Journalist, der nicht nur erklärt, sondern sich einmischt. Mit seinen Sendungen in Talkshows oder auch auf der Straße, wenn er gegen die Kriminalisierung der Aktivistengruppe Letzte Generation demonstriert. An Harald Lesch können wir ablesen, was der Satz "Hört auf die Wissenschaft" für uns Journalistinnen und Journalisten bedeutet. Die Fakten, die physikalischen Ursachen und Zusammenhänge der Klimakrise verständlich erklären und zugleich die sich daraus ergebenden Konsequenzen beharrlich und standhaft aufzeigen. Es ist dieser Journalismus mit Haltung, orientiert an wissenschaftlichen Fakten und ethischen Grundsätzen, der Harald Lesch und seinen Umgang mit der Klimakrise seit vielen Jahren prägt. Die Jury hat deshalb einstimmig entschieden, Professor Harald Lesch für sein außergewöhnliches, langjähriges Engagement für guten Journalismus in Zeiten der Klimakrise mit dem Ehrenpreis des Deutschen Preises für Klimajournalismus 2024 auszuzeichnen. Danke, Jürgen. Sehr gerne hätten wir dem Hochgelobten den Ehrenpreis persönlich überreicht, aber leider war er heute den ganzen Tag eingebunden in eine TV-Produktion, ausgerechnet an einem Ort, der die größtmögliche Entfernung zu Hamburg innerhalb Deutschlands hat, nämlich München. Einen Privatjet-Shuttle-Service zum Deutschen Klimapreis haben wir dann doch nicht in Erwägung gezogen, sondern wir haben uns für eine Videoschalte entschieden, die jetzt hoffentlich steht. Und die uns jetzt hoffentlich hier Harald Lesch gleich in München zuspielt. Wir haben ein bisschen überzogen jetzt im Preis. Ich hoffe, er steht immer noch dort und hat etwas Geduld mitgebracht. Ich sitze hier immer noch, ja. Ja. Hallo, guten Abend. Oh, Wahnsinn. Lieber Harald Lesch, danke für Ihre Geduld, dass wir jetzt etwas überzogen haben. Aber Sie haben jetzt das Wort für viele Journalistinnen und Journalisten, die hier im Raum sitzen, die ihre Arbeit sicherlich kennen. Was haben Sie diesem Raum zu sagen über Ihre Arbeit im Klimajournalismus? Bitte schön. Du meine Güte. Also erstmal vielen Dank für die tollen Worte und für die große Ehre und für den Ehrenpreis. Ich bin sehr gerührt. Ich kann euch allen nur eigentlich sagen, vielen Dank für eure Arbeit, denn das, was wir da treiben, was wir da machen, das ist ja in solchen Zeiten wirklich auch richtig schwierig geworden. Es versteht niemand offenbar so richtig, dass Klima ein Aggregatzustand ist und wir haben es ja schon in verschiedenen Reden jetzt gehört. Klima betrifft uns alle. Und es ist eigentlich ein Skandal ersten Ranges, dass so viele Leute den Kopf in den Sand stecken und sagen, nee, da gucke ich nicht hin, das ist sowieso nur Wetter. Es gibt ja die tollsten Geschichten dazu. Ja, Professor Lesch, wir haben doch jetzt den Wasserstoff, da brauchen wir doch keinen Wind mehr. Oder ich bin ein Hirsch,
bei mir muss es röhren, ja, Sie mit Ihrer E-Mobilität und so weiter. Also es gibt ja alles Mögliche. Ich lebe ja hier in einem Teil von Deutschland, wo das ziemlich deutlich und ziemlich dialektisch dann auch getan wird. Und ich bin immer wieder überrascht darüber, wie stark man immer wieder aufs Neue erklären muss, was eigentlich der Fall ist und wie wichtig das ist und dass es sehr gefährlich ist, einfach so weitermachen. Ich denke nur dran, dass selbst in Florida man schon angefangen hat, inzwischen aus den Artikeln oder die Texten über Energiewende das Wort Klimawandel rauszunehmen. Das heißt, die machen eigentlich das schon auf eine sehr starke Art und Weise. Aus dem Film Don't Look Up, wisst ihr alle, wovon ich spreche, die machen aus Don't Look Up, Don't Write It Down. Und das scheint offenbar die normale Prozedur zu sein. Insofern ist es extrem wichtig, immer wieder darüber zu berichten, immer wieder aufs Neue zu berichten und auch vor allen Dingen immer wieder klarzumachen, jeden Tag aufs Neue, was passiert auf dieser Welt alles so. Man könnte ja rasend werden. Ich meine, im letzten Jahr war ich dabei, wie die Ozeanographen zum ersten Mal gemessen haben, vor Florida 38,5 Grad in den oberen 2 Metern. Denen standen die Tränen in den Augen. Antje Boetius berichtet darüber, wir haben dem Eis beim Sterben zugesehen. In Dubrovnik bin ich mit einer Ozeanografin unterwegs gewesen, die hat mir erklärt, dass in 800 Metern Tiefe in der Adria das Wasser 1 Grad wärmer geworden ist. Überall Überflutungen, Dürren und so weiter. Und trotzdem gibt es immer noch Figuren, die sagen, ja, Klimawandel gab es schon immer und so weiter. Ihr kennt all die Argumente, ihr kennt all die Ignoranz, die da ist. Und wie wichtig es ist, dass wir zusammenbleiben, dass wir uns vernetzen, dass wir es zusammentun und immer wieder aufs Neue berichten. Dafür danke ich allen sehr und das ist keine leichte Aufgabe. Es wird uns, wenn ich das richtig sehe, CO2 bleibt für 250 bis 1000 Jahre in der Atmosphäre. Wir werden keine anderen Zeiten mehr erleben. Klima ist in jedem Thema. Ich habe es gerade eben schon mal gehört. Deswegen werden wir aus dem Thema nicht mehr rauskommen. Wir werden uns immer und immer wieder aufs Neue mit allen möglichen Inhalten dem Thema Klima zu stellen haben. Das Wichtige ist dabei, dass wir uns an Sätze wie die von Hannah Arendt erinnern. Wo Menschen zusammenkommen, da kann man mit Wundern rechnen. Das heißt, jedes Mal aufs Neue, wenn wir irgendwas präsentieren, ob es ein Podcast ist, ein Video, ein Vortrag oder im persönlichen Gespräch, müssen wir uns wappnen. Es könnten überraschende Allianzen geben. Es könnte auf einmal tatsächlich was Tolles passieren und Leute, die sich bis jetzt noch nicht dazu positiv geäußert haben, stehen auf einmal auf unserer Seite. Ein bisschen ist es tatsächlich inzwischen so, dass wir uns zusammentun müssen, fast in so einer Wagenburg-Mentalität und müssen zusammengehen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Meine wunderbare Kollegin und wirklich gute Freundin Lea Dom bringt es immer wieder auf den Punkt. Zusammen, das ist das Glück. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns diesem Thema stellen können. Saubere Inhalte, ordentlicher Faktencheck und dann los. Journalismus mit Haltung. Ich habe es gerade gehört, ich sei ein Journalist mit Haltung. Ja, und ich glaube, das steht uns gut an, bei diesem Thema eben nicht nur distanziert zu dem Thema zu sein, sondern uns klar zu machen, das geht uns an. Das ist eine Sache, die uns alle betrifft. Und ganz ehrlich gesagt, eine der wichtigsten Personen auf diesem Planeten für mich ist meine kleine Enkeltochter Emma, die ist 2,5. Und alles, was ich tue, hat auch damit zu tun, dass ich eines schönen Tages mal erklären muss, Opa, wie ist denn das eigentlich gekommen und was hast du dabei gemacht? Und in diesem Sinne können wir nur alle unseren Beitrag leisten. Ich danke euch sehr, wirklich sehr, sehr für diese Ehre und machen wir weiter. Oder wie meine Frau sagt, vamos juntos, amigos. Gracias. Harald Lesch, Ihr Applaus nach München. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ich hoffe, Sie hören den langanhaltenden Applaus noch. Jawohl. Ja. Das gönne ich mir. Gönne ich mir, sehr schön. Das war noch mal der Beweis, dass es wirklich live war. Danke auch an die Kolleginnen und Kollegen der Technik hier und beim ZDF, die das möglich gemacht haben. Also noch einen schönen Abend nach München. Genau. So, damit sind alle Preise verliehen und ich glaube, das waren jetzt doch einige Denkanstöße in etwas mehr als 60 Minuten. Sarah, was machen wir jetzt damit? Ja, er hat gerade gesagt, zusammen Dinge machen. Also wir gehen jetzt einfach raus und trinken alle zusammen und schmieden Allianzen, würde ich sagen. Okay, das ist doch ein Plan. Ja. Ja,
Es würde uns sehr freuen, wenn diese Preisverleihung weitere Klimarecherchen anstößt, die dann wiederum als Beiträge im nächsten Jahr prämiert werden können. Also der große Wille ist da, dass das hier fortgesetzt wird. Wem das nicht genug ist in Sachen Engagement für den Klimajournalismus, der hat auch vorher schon diverse Möglichkeiten übers Netzwerk, Sarah. Ja, tatsächlich wurde jetzt ja so viel schon fürs Netzwerk geworben, dass ich euch das jetzt alles erspare und sage einfach, wir haben seit dieser Woche eine neue professionelle Homepage. Geht doch einfach mal drauf, da sind alle unsere Angebote und Vernetzungsmöglichkeiten und ihr seid wirklich alle herzlich willkommen. Ja, und zum Schluss gilt es, ganz vielen Menschen und Partnern zu danken, die diese Premiere des Deutschen Preises für Klimajournalismus ermöglicht haben. Sarah, du hast die Liste. Genau, wir danken Ecosia, wir danken den, ich wusste, dass ich es falsch ausspreche, Elektrizitätswerken, schweres Wort, Schönau, Klima vor 8 und der Olin G GmbH. Und wir danken auch diversen EinzelspenderInnen für ihre finanzielle Unterstützung, die diesen Abend und die Dotierung der Preise ermöglicht haben. Wir danken aber vor allen Dingen auch ganz vielen Menschen, die diesen Abend möglich gemacht haben. Jan Prell, ja, ich sehe dich da drüben, für die ganze Technik und Orga. Das war auch nicht so leicht mit uns. Wir danken Linda Rammes für dieses krass gute Design, oder? Also bitte nochmal. Und wir danken auch unseren externen Jurymitgliedern Wolfgang Blau, Claudia Kenfert und Özden Terli für ihre Zeit und ihre Expertise. Ihr seid super engagiert mit Klatschen. Einmal muss ich euch noch um Applaus bitten. Wirklich für all die Leute aus dem Netzwerk Klimajournalismus Deutschland und aus dem Netzwerk Recherche, die wahnsinnig viel Arbeit da reingesteckt haben, die ich jetzt nicht noch aufzählen kann, damit wir wirklich zum Biertrinken irgendwann kommen. Aber ohne dies diesen Preis nicht gäbe. Von daher vielen, vielen Dank. Ja. Und damit kann ich euch jetzt auch wirklich in den Hof entlassen. Ich will, dass ihr miteinander redet. Ihr habt euch ja vorhin schon angeguckt. Ich komme auch gleich zum Biertrinken hinzu. Nur diejenigen, die Preise gewonnen haben und Shortlistler, ihr bleibt doch bitte noch mal kurz hier und wir machen ein Gruppenfoto. Der Rest darf gehen. Schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Tschüss.